Schwitzen gehört zum Leben. Es reguliert unsere Körpertemperatur, schützt uns vor Überhitzung und reagiert auf körperliche Belastung oder emotionale Reize. Doch wenn der Schweiß ohne ersichtlichen Grund in Strömen fließt, besonders in Ruhe oder bei geringster Anstrengung, kann das auf eine tiefere körperliche Störung hindeuten. Manche Menschen wachen nachts klatschnass auf, andere schwitzen sogar bei kühlen Temperaturen. In solchen Fällen spricht man von Hyperhidrose und sie ist oft nicht bloß ein kosmetisches Problem, sondern ein Symptom. Was hinter dem übermäßigen Schwitzen stecken kann, zeigt ein Blick auf mögliche Erkrankungen, die sich durch das Nervensystem, den Hormonhaushalt oder den Stoffwechsel äußern. Nummer 1. Schilddrüsenüberfunktion. Eine der häufigsten Ursachen für krankhaftes Schwitzen ist eine Überfunktion der Schilddrüse. Das kleine Organ am Hals steuert unseren Stoffwechsel. Produziert es zu viele Hormone, läuft der gesamte Organismus auf Hochtouren. Die Folge: ein erhöhter Grundumsatz, beschleunigter Herzschlag, Unruhe, Gewichtsverlust und starkes Schwitzen, selbst in Ruhe oder bei kühlen Temperaturen. Viele Betroffene bemerken das Schwitzen zuerst an Händen, Füßen oder am Kopf, oft begleitet von Zittern oder Schlafstörungen. Nummer 2. Infektion und chronische Entzündung. Wenn der Körper gegen Krankheitserreger kämpft, produziert er nicht nur Fieber, oft geht das auch mit starkem Schwitzen einher. Bei akuten Infektionen wie Grippe oder Tuberkulose ist das Nachtschweißphänomen gut bekannt. Doch auch chronische Entzündungen, etwa bei HIV, bestimmten Autoimmunerkrankungen oder versteckten bakteriellen Infekten, können anhaltenden Schweißausbruch verursachen, meist ohne klassische Erkältungssymptome. Hier wird Schwitzen zum Ausdruck der inneren Abwehrarbeit. Nummer 3. Diabetes mellitus und Unterzuckerung. Auch bei Diabetes kann starkes Schwitzen auftreten. Besonders gefährlich wird es bei einer Hypoglykämie, also einem Unterzucker. In diesem Zustand reagiert der Körper mit Adrenalinausschüttung, Herzrasen, Zittern und plötzlichem Schwitzen. Manche Diabetiker berichten auch im Alltag über unkontrollierbaren Schweißfluss, etwa beim Essen oder in ruhigen Momenten, was mit Störungen des vegetativen Nervensystems zusammenhängt. Langjähriger Diabetes kann nämlich die Nervenbahn beeinflussen, die die Schweißdrüsen regulieren. Nummer 4. Hormonelle Veränderung, Wechseljahre, Andropause, Pubertät. Hormonelle Schwankungen bringen das vegetative Nervensystem durcheinander. Ein klassisches Beispiel sind die Wechseljahre. Plötzliche Hitzewallungen verbunden mit starkem Schwitzen gehören hier zu den Leitsymptomen. Auch Männer können durch sinkende Testosteronspiegel ähnliche Symptome entwickeln. Und in der Pubertät, wenn Hormone Achterbahn fahren, wird Schwitzen ebenfalls zum häufigen Begleiter, besonders in stressigen oder emotional aufgeladenen Situationen. Nummer 5. Krebserkrankung, zum Beispiel Lymphome. In seltenen Fällen steckt eine ernsthafte Grunderkrankung wie Krebs hinter dem übermäßigen Schwitzen. Vor allem sogenannte B-Symptome, zu denen starker Nachtschweiß zählt. Besonders bei Lymphom berichten Patientinnen und Patienten von schweißnassen Nächten, oft ohne Fieber oder andere Infektanzeichen. Auch bei Leukämie oder fortgeschrittenen Tumorerkrankungen kann das vegetative Nervensystem aus dem Gleichgewicht geraten, was sich in Form von Schweißausbrüchen äußert. Nummer 6. Angststörungen und Panikattacken. Die Psyche spielt beim Schwitzen eine zentrale Rolle. Menschen mit Angststörungen oder Panikattacken erleben häufig Situationen, in denen plötzlich der Schweiß ausbricht, meist verbunden mit Herzklopfen, Kurzatmigkeit und einem Gefühl der Bedrohung. Diese Stress-Schweiß-Reaktion ist biologisch nachvollziehbar. Der Körper wird in Alarmbereitschaft versetzt, das sympathische Nervensystem aktiviert. Auch soziale Ängste können zu lokalisiertem, aber massivem Schwitzen führen, besonders an Händen, Achseln oder im Gesicht. Nummer 7. Medikamentennebenwirkungen und Drogenkonsum. Zahlreiche Medikamente können als Nebenwirkung übermäßiges Schwitzen auslösen. Dazu gehören Antidepressiva, Hormonpräparate, fiebersenkende Mittel oder bestimmte Schmerzmittel. Auch der Entzug von Medikamenten oder Drogen, etwa Alkohol, Opiate oder Beruhigungsmittel, führt häufig zu Schwitzattacken. Der Körper reagiert in solchen Phasen besonders sensibel auf Veränderungen im Nervensystem, was sich an der Haut durch verstärkte Schweißproduktion zeigt. Und Nummer 8. Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Bei akuten Herzproblemen wie Herzinfarkt oder Angina pectoris gehört kalter Schweiß zu den alarmierenden Symptomen. Der Körper reagiert auf die Durchblutungsstörung mit einem Stressreflex, der neben Schmerzen auch starkes Schwitzen auslösen kann. Auch chronische Herzschwächen können sich in Form nächtlicher Schweißausbrüche bemerkbar machen, begleitet von Atemnot, Abgeschlagenheit oder Ödem. Wer plötzlich oder ungewohntem Schwitzen leidet, sollte daher auch das Herz als möglichen Auslöser im Blick behalten. Möchtest du jetzt noch wissen, welche 7 versteckten Symptome einer Fettleber du niemals ignorieren solltest? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.